9 von 10 Steuerpflichtigen erhalten eine Rückerstattung, wenn sie eine Steuererklärung abgeben. Und die lag im Jahr 2018 bei durchschnittlich 1.072 Euro. Die Steuererklärung abzugeben und sich so zu viel gezahlte Steuern zurückzuholen, lohnt sich also. Mit der beliebten Steuer-App Taxfix soll das besonders bequem und einfach funktionieren. Aber wie gut ist Taxfix wirklich? Welche Vorteile und Nachteile hat die Steuerspar-App? Das zeigen wir dir jetzt. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, dann lass uns gern einen Like da. Vielen Dank. Was ist Taxfix? Die Idee zur Steuer-App ist bereits 2016 entstanden. Die beiden Freunde Mathis Büchi und Lino Teuteberg wollten das Thema Steuern für Steuerzahler vereinfachen und haben gemeinsam mit einem Team die Taxfix-App entwickelt. Taxfix soll die Steuererklärung durch automatischen Datenabruf beim Finanzamt, dem Beantworten einfacher Fragen und dem digitalen Einreichen über die App vereinfachen und Steuerzahlenden die Angst vor der Steuererklärung nehmen. Die Rückforderung von Steuern soll so vereinfacht werden. Wie funktioniert Taxfix? Zuerst lädst du dir die App herunter. Den Link findest du unter dem Video. Anschließend registrierst du dich und wirst durch einen intuitiven Frage-Antwort-Prozess geführt. Deine Daten werden beim Finanzamt abgerufen und vorausgefüllt. Nach einem Check wird deine Rückerstattung berechnet und du kannst die erstellte Steuererklärung ganz einfach online über die App oder im Browser via Elster beim Finanzamt einreichen. Wenn du dich unsicher fühlst oder keine Zeit findest, kannst du auch den Expertenservice von Taxfix nutzen. Hierbei hilft dir eine unabhängige Steuerberaterin oder ein unabhängiger Steuerberater, der deine Angaben und Dokumente individuell prüft. Kosten und Gebühren bei Taxfix. Je nachdem, ob du die Steuererklärung mit Taxfix selbst erstellst oder sie von einem der Experten erstellen lässt, fallen unterschiedliche Gebühren an. Beim Selbermachen kannst du kostenlos die Rückerstattung berechnen lassen und nur wenn du dich anschließend für die Übertragung der Steuererklärung an das Finanzamt entscheidest, werden 39,99 € berechnet. Lebst du in einer Ehe oder einer eingetragenen Partnerschaft und möchtest eine gemeinsame Steuererklärung abgeben, beträgt die Gebühr 59,99 €. Nutzt du den Expertenservice von Taxfix, werden 30% deiner Steuererstattung als Gebühr berechnet. Der Service ist kostenlos, wenn du keine Rückerstattung erhältst. Bei beiden Arten musst du erst zahlen, wenn du den Steuerbescheid vom Finanzamt und damit die Rückerstattung erhältst. So musst du nicht in Vorleistung gehen. Vorteile von Taxfix. Vorteil Nummer 1. Wenig Zeitaufwand. Taxfix ruft deine Daten automatisch beim Finanzamt ab und nach der Beantwortung verschiedener Fragen erhältst du umgehend deine mögliche Rückerstattung. Mit nur einem Tab kannst du deine Steuererklärung dann an das Finanzamt senden. Da der Ablauf komplett digital ist, sparst du so viel Zeit. Ein Termin beim örtlichen Steuerberater ist nicht nötig. Alles läuft ganz bequem vom Sofa. Vorteil Nummer 2. Kosten entstehen nur bei Steuererstattung. Die Nutzung der App, um festzustellen, ob und in welcher Höhe du eine Rückerstattung erhältst, ist kostenlos. Nur wenn du die Steuererklärung digital über die App übermittelst, entstehen Gebühren. Vorteil Nummer 3. Günstige Gebühr. Nutzt du die App, um die Steuererklärung selbst zu erstellen, sind die Gebühren mit 39,99 € sehr gering. Auch bei gemeinsamer Veranlagung mit deinem Partner sind die Kosten mit 59,99 € nicht hoch. Vorteil Nummer 4. Gebührenzahlung mit Rückerstattung. Die Gebühren für Taxfix kannst du auf Wunsch ohne Extrakosten erst dann bezahlen, wenn du den Bescheid und damit die Zahlung vom Finanzamt erhältst. So gehst du nicht in Vorleistung. Vorteil Nummer 5. Elster-Anbindung. Taxfix unterstützt Elster. So kann deine Steuererklärung ganz einfach digital aus der App oder dem Browser an das Finanzamt übermittelt werden. Vorteil Nummer 6. Fristverlängerung. Erstellst du deine Steuererklärung mit Taxfix selbst, musst du sie bis zum 31. Juli einreichen. Nutzt du aber den Expertenservice, wird sie über einen Steuerberater eingereicht, wodurch die Frist bis zum 28. Februar des folgenden Jahres verlängert wird. So kannst du dir deine zu viel gezahlten Steuern auch dann noch zurückholen, wenn du die Frist vom 31. Juli verpasst hast. Vorteil Nummer 7. Bis zu 4 Jahre rückwirkend Steuern erstatten lassen. Falls du in den vergangenen Jahren keine Steuererklärung abgegeben hast, kannst du sie bis zu 4 Jahre freiwillig nachträglich einreichen, um so für jedes der Jahre eine Steuerrückzahlung zu erhalten. Vorteil Nummer 8. Steueroptimierung dank Experten. Auf Wunsch kannst du über Taxfix ganz einfach einen Steuerberater für die Optimierung deiner Steuererklärung beauftragen.
Zahlen musst du nur, wenn du auch tatsächlich eine Steuerrückzahlung bekommst. Nachteile von Taxfix. Neben den vielen Vorteilen gibt es aber auch bei Taxfix Nachteile. Und die zeigen wir dir jetzt. Nachteil Nummer 1. Nicht für Selbstständige und Freiberufler. Selbstständige und Freiberufler können Taxfix derzeit noch nicht nutzen. Das Angebot richtet sich an Angestellte, Beamte, Auszubildende, Rentner und Studenten. Lohnt sich Taxfix? Unsere Bewertung. Taxfix ist absolut empfehlenswert. Besonders der Selbermachen-Modus ist sehr interessant. Dank der leicht zu verstehenden App erstellst du deine Steuererklärung ganz bequem und schnell. Du siehst sofort, ob du eine Steuererstattung erhältst und kannst dann entscheiden, ob du die Steuererklärung über die App einreichen möchtest. Dank Elster-Anbindung ist das so einfach wie das Versenden einer Nachricht. Kosten entstehen nur, wenn du dich für die Abgabe der Steuererklärung entscheidest. Die Berechnung der Rückerstattung ist kostenlos. Entscheidest du dich für die Abgabe der Steuererklärung über die App, ist die Gebühr mit 39,99 € für Einzelpersonen und 59,99 € für Paare sehr günstig. Die Nutzung des Expertenservices empfehlen wir nur bedingt. Die Kosten betragen hier 30% der Steuerrückzahlung und sie werden nur berechnet, wenn du eine Erstattung erhältst. Geht man von einer durchschnittlichen Steuerrückzahlung von ca. 1.000 € aus, werden hier also etwa 300 € berechnet. Das ist im Vergleich mit anderen Steuerberatern zwar durchaus üblich, allerdings reicht in den meisten Fällen die selbst erstellte Erklärung für 39,99 € bei Einzelpersonen bzw. 59,99 € bei Paaren. Einen Link zu Taxfix findest du unter dem Video. Wir hoffen, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, dann würden wir uns sehr über einen Like von dir freuen. Und wenn du noch Fragen hast, dann schreib uns einfach in den Kommentaren. Wir beantworten sie gern. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.